Frau Friedrich, Sie haben Ihren ehemaligen Mann in den Flitterwochen durch einen tragischen Unfall verloren und während diesem Geschehen eine außerkörperliche Erfahrung gemacht. Wie kam das? Das war im Januar 2012. Wir haben unsere Flitterwochen in Kolumbien verbracht und waren zuerst eine Woche auf einer Insel in der Karibik. Und danach sind wir an die Küste gefahren zu einem Nationalpark und dort zu einer Bucht gewandert. Wir wollten dort in Bungalows übernachten, gemeinsam mit einem Freund, der uns auf diesem Abschnitt der Reise auch begleitet hat. Mhm. Und wir sind dort angekommen an der Bucht und haben etwas Kleines gegessen und unser Gepäck im Bungalow gelassen und wollten uns danach ein bisschen erfrischen im Meer. Und es hatte an diesem Tag ein wenig Wind und ein wenig Wellen, aber in Ufernähe waren die Wellen nicht groß. Erst weiter draußen, wo es tiefer wird, dort hatte es größere Wellen. Mhm. Und so sind wir ins Wasser gegangen, aber nur dort, wo man noch stehen konnte. Und haben ein bisschen gebadet. Und jedes Mal, wenn eine Welle gekommen ist, sind wir aufgesprungen, damit einem das Wasser nicht ins Gesicht spritzt, so wie man das oft tut im Meer. Und was wir nicht gemerkt haben, ist, dass es an dieser Stelle eine Strömung hatte, die uns hinausgezogen hat ins offene Meer. Und ich habe es erst gemerkt, als ich nach dem Aufspringen plötzlich keinen Grund mehr unter den Füßen gespürt habe. Und da habe ich mich umgedreht und gesehen, dass der Strand schon ziemlich weit weg ist. Und ich habe versucht zurückzuschwimmen und ich bin aber nicht vorwärts gekommen. Ich bin geschwommen und geschwommen und geschwommen und hatte das Gefühl, ich komme keinen Millimeter vorwärts. Und die Strömung hatte mich und meinen ehemaligen Mann nach draußen gezogen, dort wo die Wellen größer waren und jede Welle über einem drüber gerollt ist. Und ich habe wahnsinnige Angst bekommen. Also ich habe gedacht, jetzt hat mein letztes Stündchen geschlagen. Und ich habe angefangen, um Hilfe zu rufen. Und mein ehemaliger Mann war ganz in der Nähe. Und er hat sich zu mir umgedreht und hat mir in die Augen geschaut. Und da habe ich Panik in seinen Augen gesehen. Und er hat ebenfalls angefangen, um Hilfe zu rufen. Und ich habe in dem Moment verstanden, dass er mir nicht helfen kann, dass er in der genau gleichen Situation ist wie ich. Und in meiner Verzweiflung habe ich angefangen zu beten und das Göttliche um Hilfe zu rufen. Und da waren plötzlich ganz klar zwei Worte in mir präsent. Vertrauen und Hingabe. Und als ich diese Worte wahrgenommen habe, war ich plötzlich ganz ruhig. Und ich habe innerlich versucht, diese Worte auf diese Situation zu übertragen und habe mir gesagt, okay, dem Meer vertrauen, mich dem Meer hingeben. Und ich habe in diesem Moment verstanden, dass ich falsch schwimme, dass ich nicht gegen das Meer ankämpfen kann, weil das Meer ist viel größer und viel stärker als ich. Und da habe ich angefangen, einfach auf die Welle zu warten. Und wenn wieder eine Welle über mich drüber gerollt ist, bin ich mit der Welle mitgeschwommen, so weit wie es ging. Und wenn sich die Welle zurückgezogen hat, bin ich einfach an der Oberfläche geblieben und habe gewartet und nicht versucht, weiter vorwärts zu kommen, weil es geht nicht. Man vergeudet nur alle Energie und habe auf die nächste Welle gewartet. Und so habe ich es geschafft, Stück für Stück vorwärts zu kommen. Und ich bin zu meinem Mann hingeschwommen und wollte ihn beruhigen, aber als ich bei ihm ankam, war er schon in Panik. Er hat mit den Armen um sich geschleudert und ich habe gehört, wie er Wasser schluckt. Und ich bin von hinten zu ihm hingeschwommen und habe ihm meine Hand auf die Schulter gelegt, in einem Versuch, ihn zu beruhigen, aber es hat nichts geholfen. Und unser Freund, der hatte unsere Situation gesehen und unsere Hilferufe gehört und ist zu uns rausgeschwommen, um uns zu helfen.
und er war schon ganz nahe. Und ich habe dann beschlossen, weiter zu schwimmen, damit er sich um meinen Mann kümmern kann, weil ich dachte, es ist einfacher, wenn er sich um eine Person kümmern muss und nicht um zwei. Und ich habe mich einfach auf den Strand fokussiert und auf die Welle gewartet und bin mit der Welle geschwommen und gewartet auf die nächste Welle. Und so bin ich zurückgekommen an den Strand. Und als ich wieder Grund unter den Füßen hatte, habe ich mich umgedreht und zurückgeschaut und gesehen, dass die beiden immer noch da draußen sind. Und außer uns war niemand am Strand. Ich bin dann losgerannt zu den Bungalows und habe Hilfe geholt. Die Menschen, die diese Bungalows betreiben, und 2 Touristen aus Argentinien sind mitgekommen. Und unser Freund, der war inzwischen bei meinem Mann angekommen. Und als er dort ankam, hatte dieser schon das Bewusstsein verloren. Und er hat versucht, ihn in den Schwimmergriff zu nehmen und mit ihm gemeinsam zurückzuschwimmen, aber das war unmöglich. Weil alleine ist man schon kaum zurückgekommen gegen die Strömung, und mit etwas im Schlepptau war es einfach nicht möglich. Und er musste dann loslassen und hat es zum Glück selber geschafft, zurückzukommen an den Strand. Und das war dann ein ganz schwieriger Moment, weil jetzt waren schon mehrere Menschen am Strand, aber es gab nichts, was man hätte tun können. Weil da war kein Boot, kein Surfbrett, kein Hilfsmittel. Und ab und zu haben wir den Körper von meinem Mann in den Wellen gesehen. Und die Wellen haben ihn wieder ein bisschen näher an den Strand getragen. Und da sind die beiden Menschen aus Argentinien ins Meer und haben es zu zweit geschafft, ihn herauszuholen. Und in dem Moment war ich so erleichtert, weil ich dachte, jetzt ist alles gut, sie haben ihn gerettet. Und ich denke, es ist nicht viel Zeit vergangen seit dem Moment, wo er das Bewusstsein verloren hat, auch wenn das unmöglich ist zu messen in so einer Situation. Aber als sie ihn an den Strand getragen haben, hatte er keinen Puls mehr und hat nicht mehr geatmet. Und wir haben versucht, ihn wiederzubeleben. Und wenn sie ihn jeweils auf die Seite gedreht haben, um das Wasser aus den Lungen zu pumpen, habe ich seinen Mund frei gemacht, damit er hätte atmen können. Und in einem Moment habe ich gemerkt, dass sein Kiefer hart wird. Und da habe ich verstanden, dass wir ihn so nicht zurückholen können. Und in diesem Moment habe ich aus ganzem Herzen nach Hilfe gerufen, innerlich. Und da habe ich plötzlich zu meiner rechten Seite eine Präsenz wahrgenommen am Strand. Und da stand ein Lichtwesen. Es ist wahrscheinlich das, was man als Engel bezeichnet. Es war ein Wesen ganz aus goldenem Licht, wunderschön. Und ich weiß noch, dass ich ihn angeschaut habe und innerlich gesagt habe, was stehst du hier so blöd rum, mach irgendwas. Und der Engel hat mir zu verstehen gegeben, dass er nicht kann, dass er nicht intervenieren kann. Und dann habe ich ein großes Geschenk bekommen. Ich habe dann das Leben von meinem ehemaligen Mann gesehen, vom Moment seiner Geburt bis zu diesem Moment. Es war wie so eine einmalige Information, wie das ganze Leben in einer Information. Und dann habe ich mein eigenes Leben gesehen, vom Moment von meiner Geburt bis zu diesem Moment. Und rational ist das nicht wirklich erklärbar, aber auf seelischer Ebene hat es in diesem Moment Sinn gemacht. Und ich habe in diesem Moment verstanden, dass er gehen muss, dass seine Zeit gekommen ist. Und auf seelischer Ebene konnte ich es in diesem Moment auch annehmen und innerlich sagen, es ist gut.
Und ich weiß noch, dass ich den Engel gefragt habe, ob ich auch mit darf. Und er hat gesagt, nein, es ist noch nicht deine Zeit. Du hast noch eine Aufgabe. Und dann habe ich auch das angenommen. Und dann habe ich losgelassen. Dann habe ich alles losgelassen. Weil alles, woran man sich sonst so festhält im Leben, alle Pläne, die eigene Identität, das hat alles in dem Moment keine Bedeutung mehr gehabt, weil mein bisheriges Leben in diesem Moment zusammengefallen ist. Und in diesem Loslassen, da wurde ich wie aus meinem Körper rausgezogen. Und das nächste, an das ich mich erinnern kann, ist, dass ich im Licht war. Ich war an einem Ort, an dem einfach Licht ist und Frieden und Liebe und an dem es keine Trennung gibt. An einem wunderbaren Ort. Und von dort bin ich halb zurückgekommen. Ich weiß noch, dass ich am Strand stand, in meinem Lichtkörper. Und neben mir saß mein physischer Körper. Und daneben lag der Körper von meinem ehemaligen Mann. Und in dieser außerkörperlichen Erfahrung habe ich auch ihn gesehen in seinem Lichtkörper. Und ich weiß noch, dass ich ihn angeschaut habe und ihm gesagt habe, da bist du ja. Und ich habe mir Sorgen gemacht um dich. Und ich habe gesehen, dass auch er sich Sorgen macht um mich und um die Menschen, die er zurücklässt. Und ich habe dann innerlich mit ihm gesprochen und ihm gesagt, dass es gut ist, dass ich weiß und verstehe, dass er jetzt gehen muss. Und ich habe ihm versprochen, dass ich einen Weg finden werde, um weiterzumachen, um glücklich zu sein, um weiterzuleben. Und wir konnten uns auf dieser Ebene noch verabschieden. Und von da bin ich dann zurückgekommen in meinen Körper und er ist gegangen. Und das war für mich dann der Anfang von einem größeren Prozess der Integration, der Trauer, des Loslassens, der Transformation, der da für mich angefangen hat. Ich habe in dem Moment am Strand durch den veränderten Bewusstseinszustand, in dem ich da auch war, habe ich in dem Moment wie klar gesehen, dass ich eine Entscheidung zu treffen habe. Dass ich mich entscheiden kann, entweder das, was geschehen ist, anzunehmen und mit dem Prozess mitzugehen und das Beste daraus zu machen, oder dass ich kämpfen kann gegen etwas, das ich nicht verändern kann und schlussendlich daran wahrscheinlich zerbrechen würde. Und in dieser Klarheit habe ich mich für den Weg des Annehmens entschieden und versucht, ihn so gut es halt geht, irgendwie zu gehen. Wie hat sich Ihr Leben danach weiterentwickelt? Wie konnten Sie das alles verarbeiten? Durch dieses Erlebnis am Strand musste ich und durfte ich mir ein ganz neues Leben wieder aufbauen. Und ich habe mir in dem darauf folgenden Prozess, auch in dem Trauerprozess, sehr viele Fragen gestellt, weshalb ich noch hier bin und auch was ich mit diesem Leben machen möchte. Ich habe es auch neben dem Schmerz und der schwierigen Seite habe ich es auch als Geschenk gesehen, hier zu sein und wie ein zweites Leben
geschenkt bekommen zu haben. Und ich denke, dass ich seither bewusster lebe, auch weil mir die Endlichkeit dieses Lebens oder dieses Lebens im physischen Körper zumindest einfach präsenter ist seit diesem Verlust. Und ich versuche mein Leben so zu gestalten, dass es für mich sinnerfüllt ist und es mehr zu genießen und mit meinem Leben auch einen Beitrag zu leisten. Und diese außerkörperliche Erfahrung insbesondere, die hat mir auch die Angst vor dem Tod genommen. Und es war für mich ein großes Geschenk, mich selber außerhalb von meinem Körper zu erfahren. Und es hat auch mein Vertrauen verstärkt in eine gewisse Sinnhaftigkeit und ein gewisses Geführtsein vom Leben, auch wenn ich das mit meinem Verstand nicht erfassen kann. Das Vertrauen, dass wir eingebettet sind in ein größeres Ganzes. Frau Friedrich, herzlichen Dank für das Gespräch.